Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch wieder eine super schöne, fruchtig-sommerliche Torte. Perfekt für die Gartenparty und auch perfekt für 2 bis 4 Personen nur. Denn es ist ein kleines 20er-Törtchen und es besteht aus einem fantastischen Obstboden. Das ist ein Obstboden, den ich schon mal gezeigt habe und es ist der beste Obstboden, den ich kenne. Ich verlinke euch das Video hierzu in der Infobox und auch hier oben auf dem kleinen i. Das müsstet ihr euch vorher anschauen und den Boden vorbacken. Denn dieser Boden ist sowas von lecker, den könnt ihr auch für alle wunderbaren Obsttorten verwenden. Es ist wirklich der allerfeinste Boden und es ist ein Grundrezept, was ich euch dringend ans Herz lege. Des Weiteren hat die Torte eine leckere, joghurt-zitronige Puddingcreme und natürlich obenauf die wunderbar bunte, fruchtige Ansammlung von Ananasstückchen und Melone und Kirschlein, also dem Fruchtcocktail mit einer Götterspeise Zitrone, also wirklich eine raffinierte Torte. Ja, und wir starten gleich mit der Zubereitung der Füllung, denn den Boden backt ihr euch wie immer am Tag zuvor am besten vor und stellt ihn vorher kalt. Als erstes bereiten wir uns den Pudding zu. Und zwar nehmen wir uns einfach das Puddingpulver. Ihr könnt da Vanille oder Zitrone nehmen, ein bisschen Zucker dazufügen und ein bisschen von der Milch schon mal dazufügen und das Ganze verrühren. So, und das ist dieser wunderbare Obstboden, den ich so liebe. Hier habe ich das Rezept jetzt halbiert und den Boden einfach in der 20er Form gebacken. Und ihr seht, wie wunderschön fluffig der ist. Und den werde ich mir jetzt auf eine Tortenplatte geben und die Ananas mir abtropfen. Und die Gelatine habe ich mir schon eingeweicht. Die ist auch schon schön weich. Gerade beiseite stellen und den Boden gerade vorbereiten. Ich habe diesmal so eine schöne goldene Tortenpappe mir ausgewählt und gebe den Boden gerade hier drauf. Gerade kurz abziehen. Und ihr seht, der ist wirklich wunderschön. Ich setze ihn so rum drauf. So, und um diesen Tortenboden stellen wir uns jetzt den Tortenring. Und wie gesagt, wenn ihr die Torte als 24 oder 26 cm Torte backen wollt, dann könnt ihr einfach die Zutaten verdoppeln und das Ganze eben entsprechend anpassen. Jetzt werden wir uns die Ananashälften an den Formrand stellen, dass wir nachher einen schönen Anschnitt haben. Bisschen andrücken, dann kleben sie auch gut. Bei mir passen jetzt genau 8 Hälften rein, also 4 Ringe benötigt ihr für eine 20er Form und ich nehme mal an, das Doppelte für eine 26er Form, also dann 8 Ringe. Also einfach für die 26er Form dann eine große Dose Ananas verwenden. Jetzt werden wir uns den Vanillejoghurt mit einem Esslöffel Zucker und einem Esslöffel Zitronensaft anrühren. Esslöffel Zucker, Zitronensaft, das Ganze schön verrühren. Und jetzt kommt hier der Pudding dazu, den wir gerade gekocht haben. Der sollte schon ein bisschen abgekühlt sein, damit das Ganze nicht so arg warm wird. Ich habe den Pudding zwischendurch einmal durchgerührt, damit sich keine Klumpen bilden. Ihr könnt ihn aber auch mit Frischhaltefolie abdecken, direkt auf dem Pudding und gerade stehen lassen draußen, dann bildet sich auch keine Haut. Das Ganze schön verrühren. Bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind. Wenn ihr doch Klümpchen haben solltet durch den Pudding, dann einfach gerade durch ein Sieb streichen, den Pudding vorher. Jetzt brauchen wir unsere Gelatine, werden sie erhitzen und auflösen und dann hier angleichen. So, die Gelatine, die hatte ich mir ja vorher als erstes schon eingeweicht in kaltem Wasser. Ausdrücken und in ein Schüsselchen geben oder in einen Topf. Das Wasser kommt weg. Die Gelatine gerade auflösen. Ich mache das immer in der Mikrowelle. Ungefähr 10 bis 15 Sekunden. Und da ist sie auch schon komplett aufgelöst. Und jetzt geben wir uns von unserer Mischung, Pudding-Joghurt-Mischung, einfach hier 3 bis 6 Esslöffel dazu, unterrühren, damit sich einfach die Temperatur angleicht. Und jetzt können wir uns die angerührte Gelatine hier hineinrühren, am besten auch wieder unterrühren, damit da einfach wirklich nichts klumpt.
Gerade einmal runterkratzen und wunderbar. Jetzt können wir unsere Sahne schlagen und sie hier noch unterheben. Dann ist die Füllung fertig. Also die Sahne gerade kurz anschlagen, dann den Zucker hinzugeben und sie schön festschlagen. Ja, und wenn die Sahne so schön steif geschlagen ist, dann können wir sie uns auch schon unter unseren Pudding heben. Sahne einfach darüber geben. Und das Tolle ist, wenn ihr nachher Füllung übrig haben solltet, könnt ihr noch so kleine Desserts machen oder Mini-Törtchen, um den Rest zu verwerten. Die Sahne jetzt gerade hier unterheben. Und ihr seht, was für eine wunderschöne Creme das hier wird. Super, super cremig und einfach lecker. Perfekt. Wir können uns die Füllung auf den Boden geben. Schaut, dass ihr wirklich nur knapp über die Ananas füllt. Den Rest dann eben in kleinere Törtchen verwenden oder als Dessert. Oh, da geht schon was rein. Das denkt man gar nicht. Wahnsinn. Wir streichen das Ganze jetzt glatt. Und aber wirklich ein bisschen knapp nur über die Ananas, die jetzt an den Rand gestellt sind, damit wir einfach dann oben noch genug Platz haben, um die schöne Haube aufzusetzen. Schön glatt streichen. Wunderbar. Das Ganze darf jetzt erstmal für 2 Stunden in den Kühlschrank oder für 1 Stunde in den Tiefkühler. So, während wir nun warten auf unsere Torte, dass sie schön kühl wird, können wir uns schon die Götterspeise anrühren. Also nicht zu früh, aber so, dass es halt dann passt. Denn die Götterspeise muss auch noch abkühlen. Also vielleicht, wenn ihr die Torte 1 Stunde im Tiefkühler habt, dann könnt ihr nach einer halben Stunde dann schon mal die Götterspeise zubereiten. Und wenn ihr die Torte im Kühlschrank habt, dann wartet ihr etwas länger, so ungefähr bis eine halbe Stunde vor Ablaufzeit der Kühlung. Und wir geben hier unsere Götterspeise in ein Gefäß, entweder in ein mikrowellengeeignetes Gefäß wie bei mir oder in einen Topf. Geben den Ananassaft hinzu, den wir uns aufgefangen haben. Das Ganze gleich verrühren. Und ich gebe jetzt hier keinen extra Zucker hinzu, denn der Ananassaft ist ja schon gesüßt. Das Ganze erhitze ich mir jetzt gerade nur. Das muss nicht gekocht werden, es darf sogar gar nicht kochen. Deswegen ist da die Mikrowelle wieder das Einfachste. Und dann rühre ich nochmal durch und dann lasse ich das Ganze abkühlen. So, bei mir war jetzt die Götterspeise mit dem Ananassaft für 30 Sekunden in der Mikrowelle bei 900 Watt. Und jetzt einfach nur noch einmal durchrühren und abkühlen lassen. So, das Törtchen war bei mir jetzt 40 Minuten im Tiefkühler und ist ganz gut fest geworden oben auf. Und ich werde mir jetzt hier oben den Fruchtcocktail drauf platzieren, vermischt mit den restlichen Ananasstückchen und jetzt hier auf den Boden geben. Und ihr seht, das hält ganz gut. Bisschen verteilen, vorsichtig, dass alles schön bedeckt ist. Und dass ein schönes Farbmuster entsteht. Super süß sieht sie aus, die Torte. Jetzt kommt natürlich noch unser Götterspeisespiegel oben auf. Und dann muss das Ganze über Nacht kalt stehen. So, die Götterspeise, die abgekühlte Götterspeise hier oben drüber geben. Und ihr seht, es passt genau rein. Und jetzt ist es wichtig, die Form nicht großartig zu verheben, sondern wirklich sofort in den Kühlschrank zu stellen, dass da nichts ausläuft und dass er einfach schön gerade bleibt. So, das Törtchen war bei mir wie immer über Nacht in der Kühlung. Schön abgedeckt mit einer Haube und wir schauen mal, wie es aussieht. Ja, sehr, sehr hübsch. Gut fest geworden. Mir ist ein bisschen was hier beim Befüllen noch über den Rand gelaufen. Das ist nicht schlimm. Das ist genau der Grund, warum man das Törtchen möglichst wirklich ganz sanft dann eben in den Kühlschrank schieben sollte. Oder vielleicht sogar, wenn ihr wollt, könnt ihr auch den Guss im Kühlschrank über das Törtchen geben, denn dann müsst ihr sie nicht nochmal verheben. Wir holen uns jetzt das Törtchen aus dem Ring und werden es dann gleich servieren. Das Einzige, was ich noch machen werde, ist ein Ring aus Mandelblättchen hier oben rum und außen werde ich es wahrscheinlich naked lassen. Mal schauen, wie es aussieht, ob es gut rausgekommen ist. Das ist ja immer so die Frage. Ihr könnt es natürlich
aufpimpen, wie ihr wollt. Aber ich finde einfach, dieses Muster hier oben ist schon Dekor genug. Da muss man eigentlich nicht noch viel dran machen. Und wir machen uns das Törtchen auf und geben den Ring ab. Richtig toll. Und wer möchte, kann jetzt hier noch ein paar Mandelblättchen oben aufgeben. Aber ich werde das weglassen, denn ich finde die Torte so einfach perfekt. Da sollte nichts noch dazu, sonst wird es zu viel. Aber wie gesagt, wenn ihr sehr, sehr festlich dekorieren wollt, dann könnt ihr natürlich auch noch Sahnehäubchen oben aufsetzen und ja, nach Belieben dekorieren. Ich bin sehr gespannt, wie das Törtchen schmecken wird. Und da ist unser leckeres Ananastörtchen. Super süß. Wichtig ist natürlich wie immer die sehr gute Kühlung vor dem Anschnitt. Das wisst ihr ja bereits. Ja, und jetzt werden wir es probieren. Richtig schön das Törtchen. Ich bin echt zufrieden, wie es rausgekommen ist und finde, es sieht richtig, richtig schön dekorativ aus. Mal probieren, wie es schmeckt. Sehr fruchtig. Also insgesamt eine sehr gelungene Kombination. Gerade dieser leckere Obstboden, ich liebe den absolut. Den müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Dann diese super schöne Vanillecreme und das Fruchtige obenauf. Also es ist eine sehr erfrischende Torte für Ananas-Fans. Ein absolutes Muss. Das war die wunderbare Ananas-Joghurt-Torte. Man könnte sie auch Hawaii-Torte nennen. Ich hoffe, euch hat das Rezept genauso gut gefallen wie uns hier. Und ihr werdet die Torte einmal ausprobieren. Es ist wirklich ein raffiniertes Rezept. Schickt mir dann gerne auch eure Fotos, gerne auch auf Instagram mit @sugarprincessy versehen, damit ich eure Fotos in meiner Story teilen kann. Alle Links dazu findet ihr wie immer hier unten in der Infobox. Gerne auch eine positive Bewertung hinterlassen und einen Kommentar mit Tortenwunsch in die Kommentare schreiben. Teilt das Video auch gerne mit eurer Familie, mit euren Freunden und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Denn jeden Sonntag um 10 Uhr gibt es hier ein neues Torten- oder Kuchenvideo, sage ich immer. Aber es kommt ja doch immer nur eine Torte. Also ich bin auch schon angeschrieben worden von einigen Leuten, macht doch mal einen Kuchen. Ich überlege mir da auf jeden Fall was und auf jeden Fall nach den Sommerferien werde ich da was einbauen, dass ihr auch mal einen Blechkuchen seht und nicht immer nur Torten. Das ist ja allmählich schon anstrengend. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bleibt gesund und bis nächste Woche. Tschüss!